Hallo meine Freunde, hola Madridistas, willkommen zum traurigsten Video des Jahres. Das Video an dem Tag, nachdem Real Madrid aus der Champions League geflogen ist. In diesem Jahr tut dieses Video doppelt weh, denn wir haben den 16. April 2026 und die Saison für Real Madrid ist vorbei. Die zweite titellose Saison am Stück. Heute in dem Video reden wir allerdings über das Spiel gestern Abend, über einen wunderbaren Arda Güler, über einen grauenhaften André Lunin, über einen Eduardo Camavinga, der sich wohl die letzte Chance bei Real Madrid ein für alle Mal verspielt hat und noch vieles mehr. Viel Spaß beim Video. Bevor ich in dieses Video starte, möchte ich eine Sache klarstellen. Heute möchte ich mich in diesem Video nur auf das Spiel von gestern Abend konzentrieren. Ich möchte das mit euch analysieren, durchgehen, was passiert ist, meine Meinung zur Leistung der Spieler etc. pp. Dieses Video hat nichts mit der Leistung von Real Madrid in der Saison 25/26 zu tun. Die Saison von Real Madrid ist absolut unakzeptabel. Und das Spiel gestern war für mich nur ein weiterer Beweis, dass diese Kabine kaputt ist, dass diese Kabine nicht die Mentalität hat für Real Madrid, dass diese Kabine selber entscheidet, wann sie Bock haben und wann nicht. Und das ist für dieses Wappen absolut respektlos. Denn wenn Real Madrid diesen Einsatz von gestern in jedem Spiel gezeigt hätte, würden wir über eine komplett andere Saison reden. Und macht euch keine Sorgen, in den nächsten Tagen wird es genug Videos geben, wo es nur noch darum gehen wird. Aber heute möchte ich mit euch erstmal dieses wunderbare Fußballspektakel von gestern Abend analysieren. Und ich glaube, zur Analyse passt, wenn wir mit der Ausstellung von dem Álvaro Arbeloa starten. Und ich muss sagen, Hut ab. Tolle Aufstellung von dem Álvaro Arbeloa. Lunin im Tor, er hatte keine andere Alternative. Trent, Rüdiger und Militao war anscheinend die richtige Wahl. Hinten verlor Mendy. Davor ein Bellingham und ein Fede Valverde auf der Doppelsechs. Das verlange ich jetzt inzwischen seit 1,5 Jahren, damit ein Arda Güler und ein Brahim ihre Kreativität zeigen können und auch nach hinten helfen. Vorne ein Vini und ein Mbappé. Ich sage jetzt mal, im Nachhinein ist jeder schlauer. Im Nachhinein könnte ich jetzt sagen, André Lunin hätte nicht spielen dürfen, ein Fran González aus Real Madrid Castilla hätte spielen sollen. Ich hätte sagen können, ein Vini hätte nicht spielen sollen, weil den rabenschwarzen Tag mal wieder erwischt hat. Da werden wir auch die nächsten Tage drüber reden. Aber vor dem Anstoß, bin ich ganz ehrlich, war ich zufrieden mit der Aufstellung. Ja, und dann ging das Spiel auch schon los. Und wer sich vor dem Spiel noch einen Kaffee holen war oder was auch immer, hat direkt das 1:0 von Real Madrid verpasst. Und tatsächlich, viele erinnern sich nicht dran, aber in den K.O.-Runden gegen Real Madrid hatte Manuel Neuer immer wieder solche Patzer. Ich erinnere mich mal dran, als ein Gareth Bale aufs leere Tor verschossen hat oder ein Cristiano Ronaldo auch einmal in so einer ähnlichen Situation. Und Arda Güler beweist nach 37 Sekunden gestern seine absolute Extraklasse. Nicht nur, dass er den Fehlpass von dem Manuel Neuer sieht, den Raum besetzt, nein, Sofortabnahme mit Effet in gefühlt den linken Winkel. Tolles Tor von Arda Güler. Und wir Madridistas waren komplett überrascht. Alle haben erwartet, dass Madrid wahrscheinlich nach 5 Minuten schon 2:0 hinten liegt. Denkste, Real Madrid geht 1:0 in Führung durch das erste Champions League Tor in der Karriere von Arda Güler. Ja, kurze Zeit später, in der 6. Minute, ja, der erste gravierende Fehler von André Lunin. Es tut mir leid, aber das ist kein Champions League Niveau. Dieses Tor darfst du niemals im Viertelfinale der Champions League kassieren. Ein Lunin lässt Pavlovic von 1 Meter ins Tor köpfen. Dieses Tor hätte ein Thibaut Courtois niemals kassiert. Und wie gesagt, schon im Hinspiel wollte ich nicht zu sehr auf André Lunin draufhauen, aber auch das 2:0 im Hinspiel von Harry Kane bin ich der festen Überzeugung, ein Courtois hätte den gehalten.
Ja, danach haben viele gedacht, die Super Bayern machen das 1:1. Jetzt wird Real Madrid, was in dieser Saison desaströs ist, überrollt. Aber denkst du, Bayern, so ähnlich wie Barcelona gegen Atletico Madrid. Real Madrid hat den Bayern das Spielgeschehen überlassen, weil Real Madrid genau wusste, wie können wir den Bayern wehtun. Real Madrid hat Nadelstiche gesetzt, aber wenn die Nadelstiche gesetzt haben, dann waren sie brandgefährlich. Ja, und das sah man auch beim 2:1. Brahim wird gefoult. Viele versuchen jetzt so zu tun, als wenn das kein Foul war von Layma. Ich zeige euch mal die Wiederholung. Der tritt ihm ganz klar auf die Spitze vom Fuß. Vielleicht ist es Zufall, dass in den deutschen Medien nur der Blinkwinkel gezeigt wurde, wo es aussah, als wenn Brahim nicht getroffen wäre. Kann jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. Aber er wurde getroffen. Und jetzt muss ich jetzt mal auch ein bisschen auf einige Arda-Fanboys eingehen, die vor dem Spiel schon gesagt haben, Arda wird auf der Bank sitzen, Arda muss Real Madrid verlassen, etc. pp. Wisst ihr, was man für eine Hierarchie haben muss bei Real Madrid? Diesen Freistoß in dieser Minute schießen zu dürfen, obwohl neben dir ein fucking Trent Alexander-Arnold steht und ein Kylian Mbappé da rumrennt, ein Bellingham, wer auch immer. Nein. Alle sind zur Seite gegangen, damit Arda Güler diesen Freistoß schießt. Also, der wird in der Kabine von Real Madrid respektiert und der wird auch vom Trainerteam respektiert. Sonst dürfte der nicht so einen entscheidenden Freistoß schießen. Und wie der den geschossen hat. Für viele war das gestern die Geburtsstunde von Arda Güler. Für mich nicht. Ich sage seit 1,5 Jahren, der Junge ist der absolute Wahnsinn. Wir reden hier vielleicht über den besten Mittelfeldspieler der Welt. Was für ein Traumtor gegen Manuel Neuer. In was für einer Bühne. Die größte Bühne, die dir der Fußball liefern kann zurzeit, ist die Allianz Arena in der Champions League, in der K.O.-Runde. Und da macht der Junge 2 Tore. Also überragend. Und auch danach. Ich erinnere mich an eine Ballannahme über Kopf. Also tolles Spiel von Arda Güler, dazu kommen wir aber gleich. Ja, Real Madrid macht das 2:1 und dann muss man sagen, das 2:2 von den Bayern super herausgespielt. Allerdings auch ein krasser Stellungsfehler von Trent Alexander-Arnold. Wir sagen immer wieder das Gleiche. Der Engländer hat nach vorne Qualitäten, hinten macht der Anfängerfehler. Das ist die typische Situation, wo der Außenverteidiger einrücken muss. Das lernst du wirklich schon in der E-Jugend. Ja, und ein Harry Kane, in der Verfassung, in der er diese Saison drauf ist, darfst du nicht im 16er 2 Meter Platz lassen. Der sagt Danke, lacht sich ins Fäustchen und macht das 2:2. Ja, und selbst da war die verrückte erste Halbzeit nicht vorbei. Vini Junior kurz danach mit einem Lattenschuss. Das hätte schon die Führung sein können. Danach Flanke von Bellingham. Mbappé schießt aus 6 Metern ein Luftloch. Das muss schon das 3:2 für Real Madrid sein. Und ich habe mich noch geärgert, weil Madrid so viel liegen gelassen hat. Ja, und dann das 3:2. Wieder toll rausgespielt von Real Madrid. Vini setzt sich durch, spielt den Ball in die Mitte. Mbappé bleibt vor Manuel Neuer eiskalt und macht das 3:2. Und auch da verlangen die Bayern-Fans vorher ein Foul an Stanisic. Hey Leute, hatten Rüdiger vielleicht noch ein bisschen gerempelt? Ja. Aber wir reden hier über das Viertelfinale der Champions League. Bayern gegen Real Madrid, da brauchst du Fingerspitzengefühl. Dann nimmst du ein Tor nicht wegen dieser Remplerei zurück. Ja, und im Großen und Ganzen ist Real Madrid, dadurch, dass sie effektiver waren, nicht unverdient mit einem 3:2 in die Kabine gegangen. Ja, und als Madrid dann aus der Kabine zurückkam, war es das gleiche Spiel wie in den ersten 45 Minuten. Die Bayern waren die etwas spielbestimmendere Mannschaft, aber Real Madrid immer wieder Nadelstiche. Und Real Madrid hat in diesen Momenten auch sehr viel liegen lassen. In der ersten Halbzeit Mbappé mit einem Luftloch, in der zweiten Halbzeit Vini mit einem Luftloch. Danach Fede Valverde schießt, Manuel Neuer hält den fest. Kylian Mbappé nach einer tollen Flanke von Trent nimmt so einen Seitvolley. Manuel Neuer hält den überragend. Ja, es war ein ausgeglichenes Spiel. Und wer hätte das vor dieser K.O.-Runde gedacht? Die Super Bayern kamen gegen dieses kaputte, desaströse Real Madrid. Alle haben gedacht, Real Madrid kassiert 10 Dinger. Ja, und Real Madrid hatte das Spiel in der eigenen Hand gestern. Wer hätte das gedacht? Ja, also gestern
bin ich echt stolz auf die Truppe. Echt stolz, wie die sich da reingebissen haben, wie jeder für jeden gekämpft hat, jeder für jeden gelaufen ist, etc. Ja, das war ein sehr tolles Spiel von Real Madrid. Ja. Und dann kommt Eduardo Camavinga. Und ganz ehrlich, ich muss in diesem Punkt die Schuld auf mehrere Schultern verteilen. Es ist zu einfach und ich möchte das von Anfang an klarstellen. Ich bin nicht der Meinung, dass Real Madrid aus der Champions League geflogen ist wegen dem Schiedsrichter. Nein, die Bayern waren ein ebenbürtiger Gegner. Die Bayern haben es genauso verdient, weiterzukommen wie Real Madrid. Jede Mannschaft hat ihre Argumente, um zu behaupten, wir hätten es verdient. Also ich mache den Bayern keinen Vorwurf. Wen ich einem Vorwurf mache, ist Punkt Nummer 1. Eduardo Camavinga. Du kannst nicht in der 60. Minute reinkommen und die Arbeit von deiner Mannschaft in 25 Minuten so zerstören. Du hast schon eine gelbe Karte. Du weißt, du spielst in der Allianz Arena. Du siehst, der Schiedsrichter ist vielleicht überfordert mit der Situation. Da darfst du ihm so eine Situation nicht anbieten. Also Camavinga, ich habe euch immer wieder gesagt, der ist manchmal nicht seriös genug für den Job, den er auf dem Fußballplatz zu machen hat. Sowohl taktisches Verständnis. Die erste gelbe Karte holt er sich schon ab, weil er nicht gut steht gegen den Luis Diaz. Ja, und die zweite gelbe Karte, ja, vielleicht ist er mental auch nicht seriös genug, um in so einer Situation zu erkennen, ich muss den Ball einfach liegen lassen. So, also, erste Teilschuld an den Eduardo Camavinga. Die zweite Teilschuld aber auch ganz klar beim Schiedsrichter, Slavko Vincic. Du pfeifst hier das wohl größte europäische Duell, was es gibt. Du pfeifst in der 88. Minute Bayern gegen Real Madrid. Die Spieler haben 180 Puls. Die Fußballwelt hat einen tollen Fußballabend erlebt. Ein episches Spiel. Und du schmeißt einen Spieler raus, weil er 3 Sekunden den Ball in der Hand hatte. Wie kann man so einen Fußballabend so zerstören? Da musst du ganz klar machen, das, was wir schon 100-mal gesehen haben. Du rennst zu Camavinga, guckst den böse an, zeigst ihm an, noch einmal und du fliegst. Die Fans pfeifen 5 Sekunden und das Spiel geht weiter. Dieses Spiel hat diese rote Karte nicht verdient. Ja, und weiß Gott, vielleicht muss man auch einem Arbeloa die Teilschuld geben. Man hat in den letzten Wochen gesehen, Camavinga ist in keiner guten Verfassung. Vielleicht wäre Pitarch die richtige Alternative gewesen. Aber ich weiß, was ein Arbeloa da versucht. Der versucht, jeden ins Boot zu holen. Aber das war gestern nicht der richtige Abend für den Eduardo Camavinga. Ja. Danach ist Madrid moralisch in ein Loch gefallen. Dann auch noch ein abgefälschter Schuss von Luis Diaz. André Lunin, es tut mir leid, aber bei allen Gegnern, okay, bei dem von Olise sage ich nicht beim letzten Tor, der geht in den Pfosten rein, aber ich habe das Gefühl, beim dritten Tor von Diaz, ich weiß nicht, vielleicht nennt ihr mich verrückt, aber ich glaube sogar ein Courtois kann da die Finger noch dran kriegen, wenn ich überlege, was ein Courtois schon für Wahnsinnsparaden in der Champions League für uns geleistet hat. Ja, im Großen und Ganzen ist das, was gestern Abend passiert ist. Das ist das typische Spiel, wo am Ende sagen, beide Mannschaften hätten es verdient, weiterzukommen. Das ist das Spiel, wo viele Menschen, die sich über Real Madrid lustig gemacht haben, gestern Abend wieder erkannt haben, wer Real Madrid in der Champions League ist, dass man uns nie unterschätzen darf. Ja, wie gesagt, das hat nichts mit dem Rest der Saison zu tun. Dazu komme ich in den nächsten Tagen. Aber ich bin gespannt, was ihr zu dem Spiel sagt, was ihr anders seht als ich. Ja, lasst das gerne in den Kommentaren. Aber bevor ich mich verabschiede, jetzt nochmal die Einzelleistung der Spieler. Ja, André Lunin, es tut mir leid. Du wirst die Fußstapfen von einem Thibaut Courtois nie füllen können. Dafür mache ich dir keinen Vorwurf. Keiner kann die Fußstapfen von einem Thibaut Courtois füllen. Aber wenn ich deine Leistung gestern Abend sehe, ist für mich ein riesiges Fragezeichen, ob du wirklich die Zukunft im Tor von Real Madrid sein solltest. Rechts hinten Trent Alexander-Arnold sah beim 2:2 sehr, sehr schlecht aus. Da reden wir wirklich über einen Kindergartenfehler. Dafür fast mit einem Assist auf Kylian Mbappé im Großen und Ganzen
hast du dich wesentlich besser gegen einen Luis Diaz angestellt, als ich es vor diesem Hin- und Rückspiel erwartet habe. In der Innenverteidigung ein Eder Militão. Man hat gemerkt, dass er uns die Saison gefehlt hat. Was für ein Fußballer, was für eine Physis, wie stabil er auch in der Luft war am Boden. Tolles Spiel von Eder Militão. Antonio Rüdiger, ja, hier und da wieder seine Verrücktheiten gezeigt. Und es fällt mir schwer, alle hinten in der Defensive zu loben, weil wir ja doch Tore kassiert haben und hier und da was zugelassen haben. Es war aber auch kein schlechtes Spiel von dem Antonio Rüdiger. Hinten verlor man die. Es sieht unglücklich aus, weil ein Olise MVP wird. Wie kann man ein normaler Mensch auf dieser Welt sagen, dass das Spiel von Olise besser war als das von Arda Güler? Was für ein Spiel habt ihr gesehen? Naja, wie dem auch sei. Aber ganz ehrlich, ein Ferland Mendy hat gestern gezeigt, warum er der defensiv stärkste Verteidiger, linke Verteidiger der Welt ist. Olise war in seiner Pocket komplett. Außer in der 94. Minute, wo Madrid komplett alles nach vorne geworfen hat. Naja, kommen wir dann zum Mittelfeld. Fede Valverde und Jude Bellingham. Fede Valverde hat sehr unauffällig gespielt, aber sehr viele Kilometer geackert. Der hat so viele Löcher gestopft, dass ich hier an Fede Valverde nicht kritisieren möchte. Im Gegenteil, hätte fast sogar noch ein Tor für Madrid gemacht. Also für mich ein tolles Spiel von Fede Valverde. Jude Bellingham, da gingen gestern die Meinungen komplett auseinander. Für mich war das ein saustarkes Spiel von Jude Bellingham. Ich habe mir noch einmal seine Highlights angeguckt. Der Typ hat gestern wieder bewiesen, warum er unantastbar sein muss für Real Madrid. Der muss eine der Säulen von Real Madrid sein. Also hat mir super gefallen. Brahim vielleicht etwas unauffällig, holt den Freistoß heraus zum 2:1, hat viel gearbeitet, viel geackert, war immer rechts hinten und hat einem Trent geholfen. Das muss man anerkennen. Nach vorne war es schwer. Ja, auf der anderen Seite Arda Güler. Ich weiß nicht, wofür ich ihn mehr loben soll. Für seine unermüdliche Arbeit gegen Konrad Laimer. Leute, Konrad Laimer ist fast wie ein Fede Valverde. Ich habe ihn im Stadion gesehen. Der Typ ist ein physisches Monster. Und Arda Güler war immer an seiner Seite, hat ihn verteidigt, hat ihn verzweifeln lassen. Arda Güler, Defensivleistung gestern 10 von 10. Absoluten Respekt. Wahrscheinlich defensiv das beste Spiel, seit er bei Real Madrid ist. Ja, und wenn du dann noch die Qualität hast, 2 solche Traumtore zu machen, über was reden wir hier? Ich wurde kritisiert, als ich gesagt habe, der ist vielleicht der beste Mittelfeldspieler der Welt. Wenn er es nicht schon ist, war meine Aussage. Ich habe Kritik bekommen, ihr könnt es nicht glauben. Ja, viele gestern waren sehr überrascht, ich nicht. Arda Güler hat gestern auf der größten Bühne, der es gibt, der Welt seine Qualität gezeigt. Und vorne Vini und Mbappé. Ja, und ich könnte es mir leicht machen und sagen, Vini hat einen Assist gegeben, tolles Spiel. Aber nein, 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 nein. Das war gestern Quatsch. Das war ein Totalausfall. Das war in den letzten 2 Jahren der 20., 30., 50. Totalausfall. Das, was wichtig ist für Fußball, ist Kontinuität. Ein Cristiano Ronaldo hat dir montags, Mittwochs, Samstag, Dienstags immer abgeliefert. Cristiano Ronaldo, natürlich kannst du den Vini nicht mit Cristiano Ronaldo vergleichen, aber diese Schwankungen sind nicht gut genug für Real Madrid. Vini muss sich in den Griff kriegen. Ein Stürmer von Real Madrid, ein Vini, muss immer eine 7 von 10 oder besser spielen. An großen Abenden eine 10 von 10, ja. Aber Vini spielt in den letzten 2,5 Jahren, oder 2 Jahren, ich will fair sein, 80% der Spiele eine 3 von 10. Oder 90% der Spiele eine 3 von 10. Und es reicht mir nicht, dass der in 10% der Spiele eine 8 von 10 ist, eine 9, auch eine 10 von 10. Nein. Real Madrid muss eine Liga dominieren, Real Madrid muss in die Champions League mitspielen und dafür brauchst du Spieler, die dir immer 7 von 10 oder mehr liefern und das macht Vini nicht. Und wenn Vini Junior sich nicht rafft, ja, ich will es gar nicht aussprechen, aber dann funktioniert das vorne nicht. Ja, und Kylian Mbappé, ja, den muss ich tatsächlich in Schutz nehmen. Der hat sehr viel nach hinten gearbeitet, hat das Tor gemacht. Natürlich wird ein Kylian Mbappé kein klassischer Neuner oder wird hinten nie so weit hinten arbeiten wie ein Harry Kane. Trotzdem im Großen und Ganzen, naja,
Es ist nicht das, was ich erwartet habe, nicht der Kylian Mbappé, der dir alleine so eine K.O.-Runde entscheidet, aber meiner Meinung nach nochmal besser als ein Vini Junior. Ja, wie gesagt, das ist meine persönliche Einschätzung. Ihr müsst natürlich nicht mit jeder Einstellung mitgehen. Dafür sind wir hier, wir sind eine Gemeinschaft. Jede Meinung ist respektabel. Ich respektiere eure Meinung. Ich hoffe, ihr respektiert auch meine. Lasst trotzdem eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, wäre es nett, wenn ihr ein Like da lassen könntet. Wenn ihr dieses Video hypen könntet, wer noch kein Follow da gelassen hat. Es wäre schön, wenn ihr mich auf den Weg zu den 30.000 unterstützen könntet. Ja, und ab morgen kommen dann Videos, wo wir uns ein bisschen anders unterhalten. Also, bis dahin sage ich schon mal. A la Madrid.